und herzlich willkommen auf Veras Blockflötenkanal. Heute möchte ich euch mal 8 potenzielle Fehler nennen, die ihr bei eurem Blockflötenspiel machen könnt und euch auch natürlich aufzeigen, wie ihr es besser oder anders oder richtig machen könnt. Falls ihr mich noch nicht kennt, mein Name ist Vera Petri und ich gebe euch Tipps zu gutem und schönem Blockflötenspiel. Heute möchte ich euch mal 8 Dinge aufzeigen, die ihr möglicherweise nicht optimal macht beim Blockflöte-Spielen oder gar falsch macht. Und das sind zum Teil Kleinigkeiten, zum Teil auch etwas größere Dinge, die ihr vielleicht über einen längeren Zeitraum verändern könnt. Ich fange mal gleich an mit einer Sache, die natürlich super wichtig ist beim Blockflöte-Spielen, nämlich das Atmen. Und hier meine ich jetzt speziell das Einatmen. Und ja, wie ihr wahrscheinlich wisst, ist beim Blockflöte-Spielen eine Atemstütze notwendig, genau wie beim Singen eigentlich, damit ich überhaupt schöne, gerade und gut klingende Töne spielen kann auf der Blockflöte. Wenn ich keine Atemstütze in meinem Körper habe, dann klingt der Ton wackelig, er zittert vielleicht, obwohl er nicht soll, und ich spiele dann auch nicht so gut gestimmt und ja, es klingt einfach nicht so schön. Und was häufig passiert, und da komme ich jetzt zum ersten Fehler sozusagen, dass man zu Leuten sagt, atmen mal tief ein, und was dann passiert, ist jetzt ein bisschen übertrieben dargestellt, dieses. Und ja, wie ihr sehen könnt, Schultern hochgezogen und eigentlich in den Brustraum eingeatmet. Und da kann ich aber, Entschuldigung, jetzt haue ich an mein Mikrofon, da kann ich aber keine Atemstütze herstellen hier oben. Ich muss ganz tief einatmen mit Betätigung des Zwerchfells, das sich hier im Bauchraum befindet, um eine Atemstütze herzustellen. Deshalb bringt es nichts zu sagen, atme tief ein und du machst dann dieses, sondern tief einatmen bedeutet buchstäblich tiefer in den Körper einatmen, und dabei sieht man eigentlich nicht, dass sich hier etwas hochhebt. Es wird auch oft verwechselt mit viel Luft einatmen. Abgesehen davon, dass ihr nicht mal richtig viel Luft braucht, um gut Blockflöte zu spielen, also beim Einatmen, sondern eigentlich eher fein dosieren solltet mit eurer Luft. Aber abgesehen davon ist es einfach eine Verwechslung zu denken, viel Luft ist gleich sich so groß wie möglich machen und Raum schaffen irgendwie für so viel wie möglich Luft in der Lunge. Natürlich geht die Luft in die Lunge rein, und wenn ich viel einatmen will, brauche ich die in den Lungen drin. Aber die Lungenflügel können sich erst richtig schön ausweiten und Platz machen für eure Luft, wenn ihr nach unten hin ausweitet. Und dazu braucht ihr die Atemstütze, und dann hebt sich hier oben nichts. Natürlich kann ich euch jetzt nicht in 5 Minuten die Atemstütze beibringen, sondern das dauert etwas länger. Aber vielleicht könnt ihr schon mal selbst darauf achten, wenn ihr einatmet, ob sich die Schultern heben und ob sich der Brustkorb sehr ausweitet. Der weitet sich natürlich mit aus, wenn man wirklich tief einatmet, also wirklich tief. Dann weitet der sich auch mit aus, das ist ja auch gut, aber es sollte eben nicht nur hier oben stattfinden. Also um es jetzt noch mal ein bisschen zusammenzufassen, was häufig passiert, wenn jemand denkt, ich muss viel Luft einatmen, was wie gesagt gar nicht unbedingt nötig ist, außer für eine mega lange Passage, wo man keine Gelegenheit hat zu atmen, dann passiert eben oft, dass Leute das so heben, weil sie denken, dann kriege ich hier mehr Luft rein. Und das Gegenteil ist der Fall. So viel zum ersten Fehler oder Irrtum, den ihr begehen könnt zum Einatmen. Dann was ganz anderes. Wir haben ja bei der Blockflöte die Grifflöcher und wir haben hier hinten das Daumenloch. Und
Wer Blockflöte spielt, weiß, dass man für bestimmte hohe Töne, für die überblasenen Töne, das Daumenloch halb öffnen muss. Und jetzt sage ich eigentlich schon selbst was Falsches. Das ist nämlich jetzt Fehler Nummer 2. Halb öffnen stimmt nämlich nur bedingt. Es stimmt eigentlich fast nie. Denn wenn ich die ganz hohen Töne, also eigentlich auch schon ein hohes D auf der Altblockflöte, wo ich nur die 2 Finger drauf habe und den halben Daumen, was bei Tenor oder Sopran ein hohes A wäre, sogar dann mache ich das Loch hinten nicht halb offen, sondern eigentlich nur ein Viertel oder ein Achtel offen. Eigentlich habe ich es eher fast geschlossen und öffne dann ein bisschen. Also das ist auch ein sehr wichtiger Faktor, unter anderem, ob eure sehr hohen Töne gut klappen, ob die gut ansprechen und ob die ohne Nebengeräusch klingen. Natürlich spielt da auch die Atemstütze eine Rolle und eure Artikulation und so weiter, aber die Wahrscheinlichkeit, dass ihr einen hohen Ton rausbekommt, wenn ihr das Daumenloch halb öffnet, ist sehr gering, sage ich mal, weil der Ton dann kippen kann. Also geht mal mehr davon aus, dass das Daumenloch eigentlich zu ist und ihr dann so einen Spalt öffnet. Und das ist wirklich, also bei einem hohen F zum Beispiel, minimal geöffnet, dass man fast keinen Spalt sehen kann. Dann gibt es noch einen dritten möglichen Fehler, wenn ihr Blockflöte spielt, und der hat auch zu tun damit, dass man den Daumen nicht immer ganz auf dem Loch drauf hat. Es gibt natürlich auch ein paar Töne, wo der Daumen ganz weg ist vom Griffloch. Also zum Beispiel hier bei der Altblockflöte das G. Und da habe ich schon gesehen, dass manche Menschen dann den Daumen, anstatt wegzunehmen von der Blockflöte, tatsächlich unten irgendwo nochmal anlegen an die Blockflöte. Also unter dem Daumenloch oder gar drüber, um noch irgendwie die Flöte mit festzuhalten. Ihr braucht aber, um die Blockflöte gut zu halten, ohne sie festzuhalten, braucht ihr eine gesamte gute Balance eures Körpers und eurer Hände. Und dann hat die Blockflöte andere Balancepunkte. Die sollte niemals festgehalten werden mit dem linken Daumen, weil ich den ja betätigen können muss, ganz locker, im Wechsel zwischen überblasenen und ganz geschlossenen Tönen und eben diesen, wo der Daumen ganz weg kann. Also wenn ihr den Daumen hinten als Festhaltestütze braucht, dann macht ihr was nicht ganz richtig mit der gesamten Balance der Blockflöte. Also den Daumen, wenn er weg ist vom Griffloch, ist er auch wirklich weg. Natürlich möglichst nicht kilometerweit, dann macht er wieder ein bisschen zu große Bewegung, aber er sollte deutlich weg sein. Auch wenn er so kurz über dem Loch noch schwebt, was auch manchmal vorkommt, also nicht so richtig weg ist, dann wird der Ton tiefer. Also da müsst ihr auch aufpassen, dass das nicht das Ergebnis verfälscht sozusagen. Also ich kann euch das mal zeigen, wenn ich das G einfach so spiele und wenn ich mich dann mit dem Daumen nähere, was dann passiert. Also ich glaube, das hört man eindeutig. Und ja, es ist einfach auch viel zu gefährlich, weil man dann ruckzuck auch ganz dran kommt. Also einfach Daumen weg heißt Daumen weg. So ist es nun mal. Dann kommen wir zum Punkt 4 und der hat wieder mit dem Atmen zu tun, nämlich, und das wissen bestimmt viele von euch, aber ich könnte mir vorstellen, dass manche es noch anders machen. Beim Blockflöte spielen solltet ihr ein- und ausatmen durch den Mund. Das ist also anders als beim Yoga zum Beispiel, wo ihr durch die Nase immer einatmen sollt, soweit ich weiß, und durch den Mund aus. Beim Blockflöte spielen müssen wir einfach den Raum im Bauch und für die Lungen so weiten, dass wir einen gestützten Ton spielen können. Und das muss ja auch in relativ kurzer Zeit gehen. Also vor dem Stück zu Beginn kann ich mir ganz viel Zeit nehmen und ja, vielleicht könnte ich dann auch durch die Nase einatmen, aber es geht einfach viel offener durch den Mund und gerade im Stück
habt ihr dann viel mehr Reserven und habt ein viel besseres Durchatmen in Anführungszeichen. Also es ist ein Wechsel aus immer Einatmen und Ausatmen durch den Mund, möglichst in einem Gleichgewicht der Luftmenge. Und die Luftmenge ist wie gesagt nicht riesig. Und wenn ich durch die Nase einatme und durch den Mund aus, dann wird dieses Gleichgewicht nicht hinhauen, weil ich einfach die Zeit auch nicht habe. Hinzu kommt, dass das super Mittel ist, um richtige Atemstütze zu trainieren. Meine Technik mit dem Einatmen auf Mundstellung I und O, und das geht ja eben nur, wenn der Mund offen ist. Deshalb würde ich euch dringend empfehlen, alles Atmen beim Blockflötenspiel durch den Mund zu machen. Natürlich, klar, dann muss man aufpassen, dass man auch wirklich offen und frei einatmet, wie so ein großes Ofenrohr, dass man natürlich nicht macht, ja, und womöglich noch, also apropos Punkt 1 vorhin mit dem also hoch einatmen, dass man dann macht, ja, also auch noch die Schultern hochzieht. Das ist klar. Aber ihr solltet immer durch den Mund ein- und ausatmen beim Blockflöte spielen. Punkt 5 ist eine sehr wichtige Sache, wie ich finde, weil ich die schon tausendmal beobachtet habe bei Schülerinnen und Schülern. Was heißt es nämlich, die Finger richtig drauf zu machen? Und da wird oft ein Fehler begangen, nämlich richtig drauf wird verwechselt mit fest drauf, auch wenn man das vielleicht nicht bewusst denkt. Man denkt natürlich nicht, ich will jetzt meine Finger fest drauf machen. Aber wenn man beschäftigt ist damit, die Finger richtig auf die Löcher zu bekommen, dann ist man oft gar nicht damit beschäftigt, dass man sie an genau der richtigen Stelle hat, was eigentlich der Trick wäre, sondern dass sie irgendwie drauf passen müssen. Und abgesehen mal davon, dass das sowieso wenig Sinn macht, wenn ihr nicht eure gesamte Körperhaltung und die gesamte Handhaltung auch mit einbezieht, müsst ihr einfach darauf achten, dass ihr nicht denkt, den Link legt im Kopf irgendwie richtig drauf, da ist jetzt richtig fest oder jedenfalls richtig drauf. Ihr müsstet eigentlich das Gefühl haben, dass ihr, wenn ihr spielt und es würde jemand vorbeilaufen und der würde einfach so an eure Finger tippen, dass die Finger dann eigentlich hochgehen. Ja, dass ihr gar nicht irgendwo drückt. Und dieses richtig drauf wird halt irgendwie assoziiert mit draufdrücken. Also schaut lieber, dass ihr die Finger an der richtigen Stelle habt und dass ihr sie mit dem dicksten Teil eures Fingers richtig schön drauflegt aufs Loch und versucht mehr feinfühlig eben zu fühlen, ob ihr an der richtigen Stelle seid zum Beispiel. Sehr eng damit verknüpft ist jetzt Punkt 6, was nämlich auch, was ihr ganz leicht beheben könnt und was ich schon Millionenmal gesehen habe bei Schülerinnen und Schülern. Und das ist irgendwie logisch, dass man das denkt. Nämlich, wenn irgendwas nicht klappt mit den Griffen, oft ist das in der rechten Hand, dass ein tiefer Ton nicht kommt oder nicht so richtig anspricht und man die Finger nicht richtig drauf kriegt. Und was machen Leute dann? Ich mache das jetzt auch gerade, weil ich jetzt nicht spielen muss, also weil ich euch das zeigen will. Ich hebe die Flöte so hoch und gucke und lege die Finger drauf. Und das ist schön. Also da kann ich gucken, habe ich die Finger genau an der richtigen Stelle und so. Ja, lege ich schön drauf. Und was passiert dann? Ich drehe die Flöte rum, um zu spielen, und meine gesamte Haltung ist verändert, denn meine Hände müssen sich drehen irgendwie und die Flöte hat ein Gewicht, ich habe die jetzt nicht mal im Mund, ja, und das passiert halt oft und dann verschiebt sich wieder alles. Also nicht nur, dass ihr dann die Gewichtsverteilung irgendwie noch regeln müsst, sondern dann kann ich vorher noch so schön geguckt haben, ob die Finger richtig liegen. Das verändert sich dann womöglich wieder. Und dann hat das Gucken, vor allem mit so einer Haltung, ja gar nichts gebracht. Also hier kann ich nur sagen, versucht über eure anderen Sinne das zu machen. Versucht es zu fühlen. Also legt die Flöte am besten in den Mund. Ich kann das jetzt nicht, weil ich quatschen muss. Aber legt sie in den Mund, macht den Mund zu wie beim Spielen und versucht dann zu fühlen, ob ihr richtig auf den Löchern seid. Nämlich das Fühlen, das wird oft vernachlässigt, weil man so
beschäftigt ist mit dem Gucken. Also das ist euch wahrscheinlich bekannt, das Phänomen, dass der Mensch irgendwie schneller aufmerksam wird oder abgelenkt ist durch Sachen, die er sieht, als Dinge, die er hört oder zumindest fühlt. Versucht auf jeden Fall das zu vermeiden, dass ihr guckt und aha, da muss er hin und da und so, weil das bringt eigentlich nichts, behaupte ich jetzt mal. Vielleicht könnt ihr mich eines Besseren belehren, dann schreibt mir das gerne in die Kommentare und natürlich kommentiert gerne alles, was heute in dem Video vorkommt. Ich freue mich und ich freue mich auch immer, wenn ihr noch eure Probleme nennt, die ihr habt mit dem Blockflötenspiel oder Fragen, die ihr habt. Alles in die Kommentare packen, dann versuche ich zu antworten und wieder neue Videos draus zu stricken. So, Punkt 7, 7. möglicher Fehler, der jetzt bei fortgeschrittenen Spielerinnen und Spielern nicht so häufig vorkommt. Das ist vielleicht mehr was für Anfänger beim Blockflötenspiel, aber es gibt ja nichts, was es nicht gibt. Und ich dachte, ich nenne das trotzdem mal. Vielleicht machen ja die eine oder der andere von euch da irgendwas falsch. Und das kann man leicht beheben. Nämlich, es geht um die Artikulation. Und zwar das Dü oder das Tü oder das Do oder Tu oder was auch immer, was ich mit der Zunge artikuliere beim Blockflötenspielen. Also ich spiele ja nicht einfach, sondern oder. Ist klar, also das erste war ein Legato, gebunden. Das gibt es natürlich auch manchmal. Aber wenn ich jetzt mit Artikulation spiele, dann muss ich die Artikulation ja mit der Zunge machen, indem ich an den Gaumen anstoße. Und das muss hinter den Zähnen stattfinden. Also keinesfalls an der Flöte. Die Zunge darf nie an die Blockflöte kommen, sondern die Blockflöte bleibt vor den Zähnen, indem ich die Lippen eher Richtung Flöte mache, ja, und nicht irgendwie so einziehe, weil dann würde auch hier Luft rausgehen, sieht man auch manchmal, ja. Also die Lippen eher nach vorne, Schnute, die Flöte ist vor den Zähnen und die Artikulation, genau wie beim Sprechen, hinter den Zähnen. Da sage ich ja auch Dü und nicht Dü, ne? So, und ja, das klingt logisch, aber es gibt manchmal Spielerinnen und Spieler, die das irgendwie machen, wo man manchmal hört, da kommt was an die Blockflöte dran. Und versucht da mal drauf zu achten, ob das vielleicht bei euch auch der Fall ist. Dann komme ich zum 8. und letzten möglichen Fehler. Und der ist jetzt wirklich wichtig, auch für alle, die sehr weit fortgeschritten sind oder die erst anfangen, für alle Spielerinnen und Spieler, die ein Stück spielen wollen. Und vor allem, wenn es ein schwieriges Stück ist, was man noch nicht so richtig kennt oder drauf hat. Wichtig ist euer Atem und eure Tongebung. Und der Fehler, der dann häufig passiert, ist, dass man erstens mal gleich oder so bald wie möglich fehlerlos spielen können will und dass man vor allem alle Töne spielen können will. Und das Ganze macht und probiert, ohne auf die Atmung und die Tonformung zu achten, also darauf, wie es klingt und wie man die Töne spielt, die man probiert oder die man spielt. Und das gilt übrigens auch dafür, wenn man Blockflöte spielen erst lernt. Da ist es nicht wichtig, so schnell wie möglich viele Töne zu spielen. Das habe ich ja letzte Woche in einem Video schon erzählt, bei 10 Irrtümern über das Blockflötenspiel, sondern es ist mindestens genauso wichtig, wie man die Töne spielt. Und der Atem ist sowieso die Basis von allem in unserem Blockflötenspiel. Deshalb versucht euch nicht zu fokussieren nur auf die Töne und auf das Fehlerlose, sondern versucht das alles mit einzubeziehen. Ja, das waren für heute meine 8 Tipps oder Hinweise auf mögliche Fehler oder weniger optimale Spielweisen. Ich hoffe, ihr könnt damit was anfangen und könnt dann euer Blockflötenspiel noch weiter verschönern. Und wenn ihr euer Blockflötenspiel richtig tiefgehend und grundlegend anpacken wollt, also von der Atmung mit der Zwerchfellstütze
über die Haltung des Körpers und der Finger und zum Beispiel darüber, ob ihr die Löcher gut zubekommt, über Artikulation und noch viel weiter, nämlich musikalische Gestaltung durch Phrasierung und Verzierungen, dann möchte ich euch meinen Online-Kurs ans Herz legen, den es gibt, der heißt Blockflöte Next Level. Und den findet ihr hier in der Infobox verlinkt. Ich arbeite fleißig dran, das Ganze auch auf Englisch herauszubringen. Und ich habe mich auch schon daran gewöhnt, meine eigene Stimme auf Englisch zu hören. Und ja, es ist noch viel Arbeit, aber ich bin dran. Für alle, die jetzt zuschauen aus anderen Ländern, also jedenfalls nicht deutschsprachigen Ländern, ihr bekommt ja die Untertitel zum Glück. Und ja, den Kurs wird es auch auf Englisch geben. Also mit diesem Kurs könnt ihr, unabhängig davon, ob ihr jetzt irgendwo Unterricht habt schon oder ob ihr zum Beispiel autodidaktisch zugange seid, könnt ihr als fortgeschrittene Spielerinnen und Spieler richtig euer Blockflötenspiel von A bis Z verbessern und verschönern. Ja, ich bedanke mich mal wieder fürs Zuhören und freue mich, wenn ihr nächste Woche wieder reinschaut. Bis dahin, tschüss!